Kommunikationsstärke zeigt sich ja nicht nur darin, dass ich irgendwie vor einer großen Gruppe stehe und da die ganze Zeit wie wild am Präsentieren bin. Die Mehrheit der Mitarbeitenden ist mit ihrer Führung eigentlich unzufrieden. 56,64%, die sind unzufrieden mit ihrer Führungskraft. Diese Zahlen, die zeigen, dass Führung nicht bedeutet, die lauteste Stimme im Raum zu sein, sondern die Fähigkeit zu haben, andere zu inspirieren und zu leiten. Und was inspirieren und leiten ist, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen Licht reinbringen. Ja, Melina, worüber reden wir heute? Ich möchte heute das Thema Führung mal anschneiden, weil ich ganz häufig von Coaches oder auch Hörerinnen und Hörern mitbekomme, dass die so ein bisschen Angst davor haben, eine Führungsrolle anzunehmen, weil sie denken, ich bin dafür eh nicht geeignet. Also so ein bisschen dieses mit der perfekten Führungskraft wird halt leider immer noch so diese total selbstsichere, extravertierte Person verbunden, die viel redet, die schnell handelt. Und deswegen denken gerade ruhigere Menschen oft, dass die dann eben nicht in Frage kommen für eine Führungsposition. Und das ist ständig so, dieses sich selber in Frage stellen. Ich bin nicht so und deswegen kann das ja nicht passen. Okay, das heißt, es sind Menschen, die prinzipiell die Fähigkeiten mitbringen, die wissen es aber selber noch nicht so richtig, beziehungsweise sehen sich gar nicht in dieser Rolle und sagst, das sind doch keine Fähigkeiten, die ich mitbringe, um in so einer Führungsrolle zu sein, einfach weil die ganzen Rollenvorbilder eigentlich auch nicht zu dem passen, wie man selber Führung halt leben würde. Genau, also wir müssen heute einfach mal gucken, wie erlangen wir Verständnis darüber, was eine gute Führungskraft wirklich ausmacht. Also wir müssen da einfach mal so an diesen althergebrachten Idealen rütteln. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt irgendwie andere schlecht machen wollen, die ihre Rolle anders leben, sondern es geht einfach darum, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, einfach mal Identität zu finden und sagen, okay, du kannst auch führen, entdecke aber die Art und Weise, wie du das eben auch auf deine persönliche Weise machen kannst. Genau, also es geht eigentlich um das Selbstverständnis als Führungskraft. Was gehört denn da so zu oder was ist so der Kontrast zu dem, was man herkömmlich vielleicht denkt? Also ich glaube, das Missverständnis, das besteht darin, dass man glaubt, ja, weil ich weniger rede oder weil ich zurückhaltender bin, kann ich nicht effektiv führen. Und das ist da sind wir bei dieser typischen Qualität-Quantität-Frage, ne? Wer weniger redet und sich mehr zurücknimmt, da wird das dann automatisch so empfunden, als ob man nicht so kommunikationsstark wäre wie eine andere Person. Also viel reden wird automatisch mit Kommunikationsstärke gleichgesetzt und ich glaube, das ist ein sehr großer Denkfehler. Das heißt, du sagst, man muss nicht kommunikationsstark sein im Auftreten, sondern, also ich meine, Teamkommunikation gehört ja immer dazu. Also ich kann ja nicht sagen, ich kann nicht kommunizieren, bin raus. Es geht ja oftmals gar nicht bei Kommunikationsstärke um die Quantität, sondern im richtigen Moment auch über das richtige Medium zu kommunizieren. Also Kommunikationsstärke zeigt sich ja nicht nur darin, dass ich irgendwie vor einer großen Gruppe stehe und da die ganze Zeit wie wild am Präsentieren bin, sondern ich kann ja auch sehr kommunikationsstark sein, indem ich mir sehr viel Zeit für Einzelgespräche nehme oder eine sehr gute Dokumentation schriftlich führe, sodass alle abgeholt sind und wissen, wo sie stehen. Okay, das heißt, du gehst mehr in die Vorbereitung, gehst mehr ins 1:1. Du sagst, das ist Führung für Introvertierte, für zurückhaltendere Menschen. Also durchaus etwas eigentlicher, was ja sehr lohnend ist oder auch belohnt, wenn man das Gefühl hat, ich bekomme hier 1:1 Aufmerksamkeit von meiner Führungskraft. Das ist ja sehr wertvolle Zeit, die ja oft versucht wird, irgendwie zu komprimieren, indem man einfach das in Gruppengespräche bringt, wo dann aber irgendwie niemand so richtig den vollen Fokus hat. Ja, das Ding ist einfach, in vielen Management-Seminaren wird einfach immer noch ein sehr starker Fokus darauf gelegt, diese extravertierten Teamaktivitäten zu fördern und das Networking und die Präsentation. Das hat immer halt noch so einen riesen Anteil in solchen Seminaren. Und in der Praxis finde ich es aber ganz faszinierend. Und ich würde das gerne mal mit einer Studie verdeutlichen, die ich rausgesucht habe. Und die zeigt so ein bisschen, dass Extravertierte in Führungspositionen immer noch überrepräsentiert sind. Interessanterweise stört das aber auch viele Leute. Also es gibt eine sehr frisch erschienene Studie der Hochschule Niederrhein und die hat viele Leute befragt und dabei rauskam, die Mehrheit der Mitarbeitenden ist mit ihrer Führung eigentlich unzufrieden. Also es gab nur 43,36% der Beschäftigten, die sagen, okay, meine Erwartungen sind hier erfüllt, ich bin zufrieden mit meiner Führungskraft. Mit anderen Worten, die übrigen 56,64%, die sind unzufrieden mit ihrer Führungskraft. So, jetzt ist natürlich, muss man mal die Frage einfach in den Ring werfen, würden diese Ergebnisse anders aussehen, wenn es mehr Diversität in Führungsrollen gäbe? Und das hat natürlich gar nicht nur mit introvertiert, extravertiert zu tun, sondern sicherlich auch teils mit Geschlechterverteilung. Aber trotzdem finde ich es sehr spannend,
Einfach zu sagen, hier diese Zahlen, die zeigen, dass Führung nicht bedeutet, die lauteste Stimme im Raum zu sein, sondern die Fähigkeit zu haben, andere zu inspirieren und zu leiten. Und was inspirieren und leiten ist, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen Licht reinbringen. Ich denke, das Wesentliche, was man hier einfach mal in den Fokus rücken muss, ist, dass ich als Führungskraft ja nicht die Galionsfigur bin, die irgendwie auch die ganze Strahlkraft bekommt, sondern eigentlich ist es meine Aufgabe, das Spotlight auf die Personen zu richten, die gerade für den Moment gut geeignet sind. Das heißt, ich moderiere eigentlich mehr mein Team, versuche auch die Leute hervorzuholen, die vielleicht, ich sag mal, 30 Sekunden länger brauchen, bis sie die passende Antwort formuliert haben. Aber das ist meine Aufgabe, dann eben auch diesen Raum aufzumachen, aufzuhalten, zu sagen, ich möchte jetzt, dass diese Person etwas dazu sagt, weil ich weiß, die ist fachlich die beste Person, darüber zu sprechen. Und das ist etwas, was ich sehr häufig erlebt habe, dass eine gute Führungskraft dann tatsächlich auch wirklich die individuellen Charakterstärken des Teams kennt und dementsprechend dann auch das Spotlight drauf richtet und sagt, das ist eine Person, die hat hier die Analyse gemacht. Ich würde dich bitten, nochmal deine Meinung dazu zu sagen, weil du hörst sehr lange zu, hast deswegen auch eine gute Beobachtungsgabe. Bitte sag jetzt mal dazu, was ist deine Meinung zu dem, was wir jetzt vorher hier gehört haben? Also manchmal muss man einfach als Führungskraft dann auch sagen, okay, ich ziehe das jetzt mal so ein bisschen raus. Ich möchte, dass die Person, von der ich etwas hören möchte, tatsächlich auch einfach mal aufgefordert wird von mir. Das mag manchmal ein bisschen schwer sein, weil man manchmal so das Gefühl hat, naja, wenn die Leute was zu sagen haben, sollen sie selber was sagen. Ich muss sie doch nicht extra auffordern. Ich habe das selber auch erlebt, und zwar in einer praktischen Genau. Situation, wo ich neu in einem Team war. Und ich war dann auch eher so in dieser Rolle und sagst, okay, ich höre erst mal zu, erst mal rausfinden, wie der Hase hier läuft, wer hier was zu sagen hat. Weil sehr häufig ist es auch so, wenn man vorprescht, dann merkt man, okay, ich bin ja noch neu hier, ich habe was übersehen, hätte ich mal bloß die Klappe gehalten. Mhm. Und die Teamleitung in dem Fall, von der ich auch gelernt habe, die war dann so klug zu sagen, Mensch, Timon, äußere dich auch gerne. Das war genau für mich die Aufforderung, die ich gebraucht habe, um dann zu sagen, alles klar, gut, wenn ich aufgefordert werde, dann sage ich jetzt auch was. Und das ist einfach, wo ich gemerkt habe, man sollte nicht davon ausgehen, dass die richtigen Leute einfach reden, nur weil der Moment dafür gekommen ist, sondern dann wirklich zu gucken, sag, ich brauche jetzt mal deine Meinung. Dazu gehört aber auch die Reflexion als Führungskraft zu sagen, ich brauche Input von jedem Teammitglied. Ich kann es nicht darauf ankommen lassen, dass eine Person, die gerne redet, dann auch immer redet. Genau. Und ich hatte ja gerade dieses Stichwort genannt, eine gute Führungskraft inspiriert und leitet. Und du hast ja in diesem Projekt sehr, sehr viele Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Nationen vereinen müssen, ja, um die auf einen gemeinsamen Kurs einzuschwören. Wie hast du es gemacht? Also wie hast du das geschafft, dass die sich alle gesehen und gehört gefühlt haben? Also das war für mich tatsächlich eine Sache, wo ich zum Schluss als Product Owner dort auch tätig war. Und für diejenigen, die das nicht kennen, Product Owner ist eine agile Rolle, die zwar durchaus Einfluss hat, aber eben nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, ich entscheide jetzt einfach, so wird's gemacht. Sondern es ist immer eine Sache, wo ich die Stimmen von anderen Personen eben auch mit vertreten muss. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich Kraft meiner Kompetenz alle Entscheidungen treffe, sondern ich habe mir von allen Leuten Feedback geholt. Ich weiß, was Priorität hat, und diese Prioritäten, die vertrete ich jetzt gegenüber dem Entwicklungsteam zum Beispiel. Jetzt hast du gefragt, wie habe ich das Ganze gemacht? Im Wesentlichen dadurch, dass ich sehr viel in persönliche Gespräche gegangen bin, dass ich einfach weiß, wie ticken die Leute. Gerade bei multikulturellen Teams ist es dann eben auch sehr wichtig, nicht nur auf der Sachebene zu reden, sondern auch reinzuhören, sagst, aus welcher Kultur kommst du, wie äußerst du dich, wann bist du überhaupt bereit, ein offenes Gespräch zu führen. Es mag manchmal sein, dass man tatsächlich sagt, okay, ich habe noch nicht genügend soziales Kapital, Vertrauen, dass wir offen miteinander reden können. Und erst wenn die andere Person offen redet, dann weiß ich wirklich, was Satz ist, und dann weiß ich auch, ob ich den Rückhalt bekomme, dem Moment, wo ich für das Team stellvertretend eine Entscheidung treffe und versuche, diese Entscheidung dann eben auch geltend zu machen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich gelernt habe, laterale Führung, also Führung von der Seite, ist das, was man eigentlich als Führung nur verstehen kann, weil die Leute dann freiwillig folgen. Das andere ist wirklich, wo ich sage, okay, ich habe Befehlsgewalt, die Leute müssen folgen, das tun sie dann, aber wie du das auch in der Studie festgestellt hast, manchmal auch sehr widerwillig. Man sagt, ja, ist halt der Chef hat gesagt. Und wenn man solche Aussagen hört, dann sollte man hellhörig werden, weil das heißt ja nichts anderes als, ich mache das, weil es mir befohlen wird. Ich persönlich hänge da aber gar nicht hinter, und mir ist das egal. Und wenn man mich gefragt hätte, dann hätte ich was anderes gemacht. Und sowas willst du als Mhm. Führungskraft nicht erleben, dass das hinter deinem Rücken passiert. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, okay, ich beziehe hier jeden einfach mal ein, versuche wirklich das Team mal kennenzulernen, und dann kriege ich ein Gefühl dafür, wie ich alle Stimmen gut vertreten kann,
ohne dass ich die Macht habe. Denn, das ist das Wichtige, was ich auch lernen musste, ich war ja nicht in dieser Rolle und konnte dann einfach Befehle austeilen, sondern es wirklich, wo ich sage, ich war als Externer drin. Das muss man sich vorstellen. Also ich war nicht in der Führungshierarchie irgendwo vertreten, dass ich sagen könnte, Kraft meiner Position, sondern wirklich nur Kraft meines sozialen Kapitals, das ich über die Zeit aufgebaut habe, konnte ich dann diese Rolle auch leben. Ja, das ist, finde ich, eigentlich das Spannende. Es geht überhaupt nicht darum, ob du nominell da jetzt in irgendeiner Hierarchie in einer Führungsposition auftauchst, ne? Weil Führung ist etwas Zwischenmenschliches. Kannst du jetzt nicht unbedingt an der Stellenbeschreibung nur festmachen, ne? Das ist tatsächlich auch etwas, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich das höre in Coachings und du sagst, ja, das ist meine disziplinarische Führungskraft. Da muss ich erstmal durchatmen, wo ich denke, okay, disziplinarische Führungskraft. Ja, es ist ein Standardbegriff, aber es ist halt einfach, wo du sagst, ja, was passiert denn? Wirst du dann diszipliniert mit Peitsche? Das ist halt einfach, wie gesagt, ich finde diesen Begriff, der zeigt halt auch, wie viel im Argen manchmal ist, wenn es um das Thema Führung geht, wo du sagst, ja, das kannst du machen und vielleicht ist es das auch, was manche Leute brauchen. Aber sollte nicht der Standard sein. Und da sind wir wieder bei diesem Typ halt, ich bin introvertiert, ich höre gerne zu. Man muss das auch aktiv nutzen. Also die Fähigkeit, Gespräche zu führen, bedeutet auch, dass ich das auch durchführen muss, dass ich mir wirklich 1:1 immer wieder Gelegenheiten suche. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie soll ich das denn alles in meinem Terminkalender reinkriegen? Weil viele, die zur Führungskraft befördert werden, haben halt die Schwierigkeit, die sind wegen ihrer fachlichen Kompetenz dort rein befördert worden und haben auf einmal Personalverantwortung. Und das ist so ein bisschen, wo man einfach merkt, man wird gar nicht darauf vorbereitet, Führungskraft zu sein, sondern das ist so, du machst das gut und jetzt hast du Leute unter dir und die sollen das irgendwie mittragen. Und da kommt man erstmal in so eine Doppelrolle. Also da muss man auch lernen, Verantwortung und Aufgabenpakete abzugeben. Zu sagen, ja, ich kann das auch, aber das ist nicht mehr meine Aufgabe. Aber eben auch zu lernen, dass es nicht nur darum geht, zu sagen, wir haben immer unseren Jour fix an irgendeinem Wochentag, da treffen wir uns, da besprechen wir alle Probleme, sondern dass man auch einfach zwischenmenschlich den Kontakt hält. Meiner Erfahrung nach ist das viel wichtiger, weil man dadurch auch einfach persönliche Eindrücke bekommt. Und das ist, Leute versuchen sich ja auch professionell zu fokussieren. Also wenn ich ein Meeting habe, sage einmal in der Woche besprechen wir unsere Arbeitspakete, dann ist das eben nicht der Kaffeeplausch. Aber genau dieser Kaffeeplausch sorgt für Verbindung und Bindung zu der Person, wo du sagst, ich unterstütze das und wir sind ein Team und wir halten zusammen. Und das ist, was ich sehr häufig erlebt habe in meiner eigenen Praxis. Das Team wurde erst dadurch stark, dass wir persönliche Sachen ausgetauscht haben, auch persönlichen Schmerz. Man sagt, Mensch, jetzt leiden wir hier beide und haben das offen angesprochen. Und das hat uns zusammengehalten. Und das war dann auch, wo man sagt, für die Person stehe ich auch ein. Und die hat auch einfach mein Vertrauen in Situationen, wo man sagt, da geht es um viel Geld, aber ich vertraue der und deswegen machen wir das gemeinsam. Und dann muss die Person nicht alles dokumentieren und nachweisen. Ja, und der Witz ist, das Projekt ist jetzt schon einige Jahre vorbei und die Leute vermissen dich aber immer noch. Also die hätten dich so gerne wieder, aber das Projekt ist, also es gibt gerade einfach keine Möglichkeit. So, und ich finde, da merkt man dann aber einfach auch, worauf es wirklich ankommt. Aber einmal ganz kurz noch reinfragen, weil du ja sagtest, ich habe so viel im 1:1 gemacht. Du hast ja jetzt nicht jeden Einzelnen in einen Videocall reingeholt und ständig Meetings geführt, oder? Also da muss ich jetzt noch mal fragen, wie hast du das mit dem Format geregelt? Welche Tools hast du genutzt, um dieses Vertrauen und diese Verbundenheit zu stärken? Weil du hast es auch selber schon gesagt, als Führungskraft hat man einfach einen wahnsinnig vollen Zeitplan und du kannst nicht ständig nur Gespräche führen. Das stimmt. Meine Erfahrung ist tatsächlich, wo ich sage, sieh zu, dass du ein Medium findest, wo du persönlich etwas austauschen kannst mit Sprachnachrichten, mit Videos, Fotos, also alle interaktiveren Elemente. Text ist auch gut. Also Text finde ich zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn man merkt, man hat jemanden, der nicht die gleiche Sprache spricht wie man selber. Das ist sehr schön für die Person, sich natürlich auch schriftlich auszudrücken. Da finde ich es aber auch wichtig, dass man sagt, kann ich da auch Emojis reinpacken und sehen die auch gut aus? Das klingt so trivial, aber es ist tatsächlich, wenn du versuchst, einen interkulturellen Dialog hinzukriegen, wo du sagst, ich muss hier Wahrnehmungswelten auch überbrücken, dann ist es sehr wichtig, auch die Intention immer zu unterstützen. Sagst, hey, ich meine das wirklich freundlich, ich bin an dir interessiert. Das habe ich dann auch wirklich mit reingebracht. Und das andere ist aber trotzdem Sprachnachrichten, fand ich super hilfreich. Und wenn das nur 2, 3 Minuten sind und das ist ein ständiges Hin- und Hergepinge oder man trifft sich dann doch mal für eine halbe Stunde. Aber meine Erfahrung ist, die Arbeit tut sich nachher von alleine, weil die größten Blocker sind nicht nur die Arbeitspakete runterzuhämmern, sondern die ganzen Blocker dazwischen wegzukriegen. Also Wahrnehmungsverschiebung, wo man sagt, ich sehe das anders, ich glaube, wir können das nicht machen und du denkst irgendwie, warum dauert das so lange? Wir könnten doch schon weiter sein, wenn du jetzt endlich Ja sagen würdest. Das heißt, die Arbeit selber ist manchmal schneller weg in dem Moment, wo man
ein Team hat, wo du sagst, alles klar, wir vertrauen dir, mach es bitte einfach. Wir müssen hier nicht jedes kleine Fitzelchen nochmal durchsprechen, weil das ist meine Erfahrung. In vielen Meetings wird über Kleinkram diskutiert. Und das liegt oft daran, dass die Leute Angst haben, dass etwas schief läuft oder dass man der Person nicht vertrauen kann und deswegen muss jedes Detail durchgesprochen werden. Damit kommt man aber nicht vorwärts letzten Endes. Und deswegen manchmal ist ein gut investiertes Gespräch das, was man braucht, um nachher 2 Stunden Diskussion zu ersparen. Ja, spart Meetingzeit, ne? Ja, Da ist man als introvertierte Führungskraft dann auch froh. ja. Einmal ganz kurz raten, welche Tools hattest du zur Verfügung? Microsoft Teams, Slack, E-Mail, Slack, was hast du? Slack in dem Fall und auch privater Austausch dann eben Ja. über iMessage zum Beispiel oder WhatsApp, ja. Was würdest du sagen, also du hast jetzt diese Erfahrung, welche Stärken hast du da bei dir wahrgenommen? Welche Stärken würdest du verantwortlich machen dafür, dass das gut funktioniert hat? Also ich würde dafür sagen, dass es für mich sehr wichtig war, neugierig zu sein, einfach auch neugierig auf die Menschen, die dahinter sind. Und das ist, glaube ich, was vielen fehlt, unerschütterliches Vertrauen, dass wir alle irgendwo ein Ziel gemeinsam erreichen wollen, dass wir aber unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Also auch sehr zurückhaltend damit sein, andere runterzumachen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr deutsche Haltung. Du sagst harte Kritik. Also in der Kritik nur noch härter sind meines Wissens nach die Niederländer. Die sind noch Echt? offener und direkter. Also Okay, nicht krass. böse, ne? Nicht böse, aber einfach, wo du so sagst, da fehlt jegliche Watte dazwischen, zwischen den Formulierungen. Und das ist manchmal einfach, wo man sagt, ich glaube, es tut uns nicht so gut, so hart miteinander umzugehen, weil wir uns alle häufig schon sehr, sehr anstrengen. Und es ist, die Extrameile geht man nicht für Leute, die einen nur mit der Knute irgendwie bearbeiten, sagen, okay, ich erwarte Höchstleistung von dir und ansonsten interessiere ich mich nicht für dich. Und wenn du irgendwas falsch machst, dann darfst du gleich in Angst und Schrecken sein. Das erlebe ich sehr häufig. Mir ist das jetzt gerade aufgefallen in Kliniksituationen, wo man sagt, der Chefarzt, vor dem kuscht das ganze Personal manchmal. Und das ist eigentlich nicht gut, in dem Fall. Ne? Und das sind so Situationen, wo du sagst, deswegen laterale Führung finde ich so toll, wo du sagst, du bist auf Augenhöhe mit deinem Team, du bist nicht disziplinarisch da irgendwo dazwischen, sondern du bist wirklich darauf angewiesen, dass die Leute mit dir zusammenarbeiten wollen. Und das klappt wirklich erst in dem Moment, wo du sagst, ich schätze dich als Mensch, ich vertraue darauf, dass wir das Gleiche wollen, aber dass wir vielleicht noch nicht das gleiche Verständnis haben. Eine andere Stärke nehme ich da auch noch wahr aus dem, was du gesagt hast. Und zwar ist das Besonnenheit. Man kann auch Umsicht dazu sagen. Viele stehen so ein bisschen mit dieser Eigenschaft über Kreuz. Viele Introvertierte haben diese Stärke, bemerke ich immer in meinen Stärkencoachings. Und manchen gefällt das gar nicht so, weil sie sagen, ja, oh, ich zerdenke halt alles 50 Millionen Mal. Okay, das ist dann vielleicht eine, ne, wo man selber das Gefühl hat, das ist jetzt zu viel. Aber so in einer idealen Stärkenzone ist das einfach eine total tolle Stärke, weil man dadurch eben auch nicht hektisch Entscheidungen übers Knie bricht. Und dann sind wir wieder bei dieser Balance, wo man sagt, okay, es geht aber eben auch nicht immer darum, schnelle Entscheidungen zu treffen und immer weiter, 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 sondern ein Team profitiert eben auch davon, wenn man keinen hektischen Ansatz, sondern diesen ruhigen, besonnenen Ansatz wählt, weil das einfach, das bringt Ruhe rein. Es sind eh schon alle gestresst. Und wenn man dann gerade als eine Führungskraft sagt, ja, aber ich höre mir jetzt erstmal alles an. Ich höre mir jetzt erstmal die Sorgen an oder die Bedenken und ich sammle da erstmal die umfassenden Perspektiven, dann ist Besonnenheit eine unglaublich tolle Führungsstärke in dem Punkt. Und das habe Ja. ich jetzt auch gerade so bei dir mit wahrgenommen. Ja, das stimmt. Also Besonnenheit, so kann man es sicherlich auch nennen. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo du sagst, okay, sei freundlich, immer beständig. Also du folgst deinem Ziel mit Besonnenheit, mit Beständigkeit. Du weißt, wo du hin willst. Du willst auch nicht davon abgehen. Aber ob du einen kleinen Umweg nimmst, um andere wieder mitzunehmen, das ist doch völlig akzeptabel. Und da würde ich auch nochmal auf den Punkt eingehen, sagst, du bist ja nicht die Galionsfigur, wie ich schon sagte, sondern du bist einfach nur eine Person, die andere Menschen zusammenbringt. Und in dem Moment, wo du Vertrauen gefunden hast bei einer Person, die Person auch dir vertraut, will sie ja auch dein Bestes. Und das ist der Moment, wo du dann auch abgibst und sagst, weißt du was, ich überblicke die Situation in diesem Punkt nicht. Du hast andere Fähigkeiten als ich. Bitte mach einen Vorschlag. Bitte gib einfach deine Empfehlung mir. Ich setze das mit um. Ich vertrete deine Meinung. Und das ist, wo die Leute auch merken, okay, ich gebe mein Bestes. Ich bin offen. Ich bin ehrlich mit dir, weil ich weiß, dass ich dir vertraue. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Vertrauen ist wirklich der Anfang von allem, was gute Führung ausmacht. Mhm. Okay. Kannst du noch mal so versuchen zusammenzufassen, was sind jetzt so diese Sachen, wo du sagst,
Darum geht es, wenn ich als kompetente Führungskraft wahrgenommen werden möchte. Also Kompetenz heißt für mich sehr häufig zuhören. Einfach aus dem Grund heraus, weil es geht ja darum, wie werde ich wahrgenommen. Wenn ich die ganze Zeit rede, dann geht es ja eigentlich nur um mich. Und ich möchte ja, dass es um die Leute in meinem Team geht. Das heißt, ich kann super bequem in den Hintergrund treten, wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, dass sie ihre Kompetenzen ausspielen dürfen und dass es mich auch wirklich interessiert, welche Kompetenzen sie haben und was sie zu sagen haben. Das macht mir mein Leben leichter, weil ich nicht mit jedem Detail, mit jedem vertikalen Thema auch auf dem Laufenden bleiben muss, sondern weiß ich, wenn die Person was sagt, dann ist sie in diesem Thema stark, dann muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Ich muss nur gucken, dass ich die Fäden in der Hand halte. Die Herausforderung ist für die werdende Führungskraft, wegzukommen von dem fachlichen Wissen hin zum Führungswissen. Das ist eine große Herausforderung. Warum? Weil man sehr viel Zeit halt bisher mit dem Fachlichen verbracht hat und das Gefühl hat, na, jetzt habe ich das Fachliche und obendrauf die Führung. Es sollte aber eigentlich sein, dass man sagt, okay, Stück für Stück räume ich mit dem Fachlichen auf. Ich nehme mir Zeit für das Führungsthema, um mein Team zu entwickeln und eben auch für strategische Themen mehr Zeit zu haben. Was ich an der Stelle auch noch mal mit einbringen möchte, ist das Thema Selbstvertrauen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man mit sich selber im Einklang ist, weil wenn ich nämlich immer versuche, nach rechts und links zu schauen und wie würde die Person jetzt führen oder, ne, was machen die Leute, die ein bisschen extravertierter sind als ich, dass man versucht, also, dass man sich selber dazu zwingt, extravertierter zu wirken, als man eigentlich ist. Das ist halt eher hinderlich, weil man verliert so man verliert die Verbundenheit mit sich selbst, weil ich muss ja ständig irgendwie, ne, ich muss ja so hart dafür kämpfen, irgendwie jetzt jemand anders zu sein und anders zu agieren. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und es führt auch zum Verlust der eigenen Authentizität einfach, ne? Und das macht es dann eben noch schwieriger, diese Verbundenheit mit anderen aufzubauen. Deswegen finde ich den Punkt sehr wichtig, dass man für sich selber mal so definiert, was ist denn mein Führungsverständnis und wie möchte ich denn wahrgenommen werden und was sind denn meine Stärken? Also, dass man da wirklich auch noch mal für sich selber guckt, wie kann ich meine Stärken wahrnehmen und besser einsetzen? Also, es ist wirklich so ein Thema der eigenen Selbstkenntnis, dass man so mehr Frieden in sich selber auch einfach findet, weil das strahlt nach außen und das reißt ja die anderen auch mit. Also, so eine Person, die in sich ruht und mit sich selber im Reinen ist, das ist ja total ansteckend. Also, mit solchen Mhm. Leuten möchte man ja einfach zusammen sein. Man kann das eigentlich auch sehr gut vergleichen mit so einer Band, wo du sagst: „Okay, jeder spielt ein Instrument und ist auch wirklich die Fachkraft für dieses Instrument, aber ich kann nicht alle Instrumente gleichzeitig spielen.“ Das ist ein Punkt, wo ich merke einfach, wenn ich mich auf mein Instrument konzentriere, dann haben die anderen Chancen, mit ihren Instrumenten das Ganze zu begleiten, zu ergänzen. Und das ist einfach ein ganz anderes Verständnis davon, als zu sagen: „Ich muss alle Instrumente spielen können und ich mache das alles alleine im Zweifelsfall.“ Das kannst du nicht. Also, ich merke, wie komplex die Welt geworden ist einfach. Und ich sage: „Ich kann nur darauf vertrauen, dass andere mitspielen wollen.“ Wenn sie das nicht tun, dann höre ich die Disharmonien in dem Moment einfach auch raus, ne? Also, man merkt das, dann hat man auf einfach Spannungs- und Stellvertreter-Themen, wo du sagst: „Ah, ich versuche hier ein Thema möglichst langsam hier reinzuführen.“ Sagst: „Das ist aber noch nicht geklärt und hier können wir nicht weiter.“ Und im Grunde genommen weißt du, da blockiert jemand, weil du einfach nicht das Vertrauen gewonnen hast, dass die Person mitspielen möchte in diesem Team. Ja, genau. Und häufig fallen dann ja auch immer so diese Buzzwords Sichtbarkeit und Präsenz. Und da wollte ich einmal noch ganz kurz an das anschließen, was du eben gesagt hast mit dem Zuhören, weil das hast du in dem Moment abgedeckt. Also Sichtbarkeit und Präsenz kommt ja nicht dadurch zustande, dass du ständig alle Meetings selber leitest, sondern Sichtbarkeit, also kommt auch dadurch zustande, ne? Ist sicherlich ein Weg. Aber wenn das nicht dein Ding ist, dann such doch die Sichtbarkeit über das Eins-zu-eins, ne? Also wenn du wirklich eine gute Beziehung zu den Einzelpersonen hast, weil du mit denen gesprochen hast, weil du denen zugehört hast, ja, dann hast du doch eine gigantische Präsenz. Genau, und du kriegst halt auch Steuerungsfähigkeit, weil in dem Moment, wo du zuhörst, hast du Zeit nachzudenken und das, was du siehst, auch zu bewerten und zusammenzusetzen. In dem Moment, wo ich rede, habe ich keine Zeit mehr wirklich zu reflektieren, sondern dann bin ich darauf einfach fokussiert, möglichst im Mittelpunkt zu stehen, den Redefluss aufrechtzuerhalten und ich habe null Zeit zum Nachdenken. Und deswegen finde ich, zurückzutreten, zu sagen, okay, ich eröffne vielleicht ein Gespräch, ich moderiere es vielleicht, aber ich muss nicht den Ton vorgeben. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Haltung. Und man merkt auch einfach, man hat, um das nochmal wahrzunehmen, man hat mehr Erfolg. Also man kann ja auch sein Team fragen, fühlst du dich wahrgenommen? Und in dem Moment, wo die Leute sich wahrgenommen fühlen, fühlen sie sich wohl. Und sie werden ihr Bestes geben. Also von daher, nimm dir die Zeit, zurückzutreten, auch wenn du die Angst hast, vielleicht dadurch nicht so präsent zu sein. Aber in den Augen des Teams bist du dadurch wesentlich wertvoller geworden. Absolut.
Ich denke auch, dass dieses Bild vom dominanten Leitwolf, dass das einfach komplett überholt ist und es ist noch nicht überall angekommen, aber es wird einfach stärker in den Hintergrund treten in den nächsten Jahren. Das ist einfach so. Also ich würde wirklich daran appellieren, sagen, hinterfrage dein Verständnis von Führung, weil es ist einfach Fakt. Von mehr Diversität in Führungsrollen profitieren wir wirklich alle. Das ist einfach so.